Die Schwerverkehrsabgabe, die müssen wir jetzt bezahlen, denn wir fahren jetzt in die Schweiz und darüber möchte ich in diesem Video berichten. Herzlich willkommen dazu. Wir sind ja schon mehr als 2 Wochen unterwegs, immer auf Plätzen in Deutschland. Jetzt geht es aber in die Schweiz. Dort werden wir uns mit einigen anderen Campern, die wir schon über Jahre kennen, treffen. Wir waren, bevor wir in die Schweiz gefahren sind, in Waldshut. Das ist ein kleiner Ort, der direkt am Rhein liegt. Dort gibt es einen Stellplatz, den Wohnmobilpark Waldshut. Dort waren wir einige Tage. Darüber werde ich in einem späteren Video auch noch berichten. Wir nutzen einen Grenzübergang, der ganz in der Nähe ist von Waldshut. Und zwar fahren wir rüber dann nach Koblenz, nicht zu verwechseln mit der deutschen Stadt Koblenz. Wir sind dann hier in der Schweiz. Der Rhein ist hier die Grenze, den haben wir dann hier überquert. Hier sehen wir den Grenzübergang Waldshut. Jetzt die deutsche Seite, gleich kommt die Schweizer Seite. Es finden hier keine Kontrollen statt, zumindest nicht in dieser Zeit, wo wir hier die Grenze überqueren. Unser Ziel ist ein Campingplatz mit dem Namen Jakobsbad. Das ist in der Nähe von Appenzell. Wir haben bis dahin etwa 100 Kilometer. In unserer kleinen Gruppe ist ein Schweizer Camperpaar, die haben dort unser Treffen organisiert. Bevor wir in die Schweiz einfahren, müssen wir die Schwerverkehrsabgabe bezahlen. Das macht man online. Ich weiß nicht, ob es noch eine andere Möglichkeit gibt. Also da ruft man die Internetseite via Portal auf und dort kann man dann alles online erledigen. Wichtiger Punkt, es zählen alle Tage, in denen man sich in der Schweiz aufhält, auch wenn man das Fahrzeug nicht bewegt. Ich habe also keine andere Möglichkeit gefunden, als diese Schwerverkehrsabgabe online zu bezahlen. Und so geht man auf die Seite vom via Portal, braucht man nur eingeben, kommt man automatisch auf diese Seite. Das Ganze ist sehr einfach, man gibt sein Kennzeichen ein, man gibt seine E-Mail-Adresse an und dann legt man den Zeitraum fest, in dem man die Schweiz durchfahren möchte oder sich dort aufhalten möchte. Man kann Minimum 7 Tage buchen, das kostet 25 Schweizer Franken, umgerechnet etwa 28 Euro. Kann dann natürlich jeden weiteren Tag weiter buchen oder 8 oder auch 10 Tage buchen, kostet pro Tag dann 3 Euro, nee 3 Euro nicht, 3 Schweizer Franken 25. Wenn man gebucht und bezahlt hat, bekommt man als Bestätigung eine E-Mail, die gilt dann als Nachweis bei einer Kontrolle. Wir sind einen Teil der Strecke auf der Autobahn in der Schweiz gefahren. Es ging vorbei an Winterthur, dann Richtung St. Gallen. Dann ging es auf eine Nebenstrecke Richtung Appenzell. Das Wetter ist so mittelprächtig, es ist nicht sehr warm, so um die knapp 20 Grad. Jetzt fahren wir auch noch hoch zu dem Ort Jakobsbad. Der liegt dann auf 870 Meter Höhe und dort ist dann natürlich noch etwas kühler. Der Ort Jakobsbad ist sehr klein, gibt nur wenige Gebäude und Häuser hier. Bekannt ist eben der Campingplatz, eine Seilbahn gibt es hier, aber dazu später mehr. Wir überqueren jetzt hier eine schmale Brücke, das ist die direkte Zufahrt zum Campingplatz. Für sehr große Fahrzeuge wird es hier eher schwierig. Es gab allerdings bei der Brücke keine Tonnenbegrenzung. Ich habe jedenfalls keine gesehen. Das habe ich gerade noch gesehen, der Campingplatz, der liegt noch etwas höher als der Ort. Und zwar liegt der Campingplatz 920 Meter über dem Meeresspiegel. Hier schon rein? Die Gebäude, die wir jetzt hier sehen, links, das sind Gebäude, die gehören zum Campingplatz. Und hier links geht auch die Straße hoch zum Campingplatz. 9108 Appenzell Innerrhoden, Schweiz.
Diesen Campingplatz gibt es seit 1970, also mehr als 50 Jahre. Die beiden Schweizer, Jacqueline und Freddy, die das Treffen hier organisieren, haben uns gesehen und weisen uns jetzt ein, wo wir stehen müssen. Da wir zusammenstehen wollen, stehen wir am Rande einer Wiese hintereinander so in einer Reihe und haben damit ein freies Feld oder freie Wiese nach vorne hin und können uns da ausbreiten. Normal sind wir immer so zwischen 7 und 10 Wohnmobile, in diesem Fall oder in diesem Jahr nur 5, bedingt dadurch durch Krankheit, Fahrzeugdefekt und andere Termine ist unsere Gruppe so ein bisschen klein geworden hier. Es ist ein Sonntag, an dem wir hier anreisen und unsere Gruppe ist am Nachmittag vollständig. Dieser Campingplatz liegt landschaftlich sehr schön. Hier mal ein Blick von oben. Wir sehen hier den gesamten Campingplatz. Der überwiegende Teil sind hier Langzeit- oder Dauercamper. Die kleinere Fläche ist für die Durchgangscamper. Hier wird natürlich gewandert und im Winter kann man hier auch Skifahren. Wandern kann man direkt loslegen. Hier vom Campingplatz aus gibt es Wanderwege in die gesamte Umgebung. Zu Fuß zu erreichen ist auch ein Kletterpark. Dort in der Nähe ist auch eine Seilbahn, die auf den Kronberg führt. Den Kronberg soll man aber auch erwandern können. So habe ich zumindest gelesen. Der Kronberg ist 1660 Meter hoch und von dort oben aus hat man eine schöne Sicht auf die gesamte Umgebung. Eine Sommerrodelbahn gibt es auch, die ist hier von dem Campingplatz aus nicht zu sehen, aber hin und wieder hört man was, wenn die Leute sich freuen, wenn es dann wohl ordentlich schnell bergab geht. An der Zufahrt des Campingplatzes steht dieses Gebäude. Dort ist die Rezeption untergebracht. Einen kleinen Laden gibt es dort mit regionalen Produkten. Auch an der Zufahrt steht ein großes Gebäude. Dort ist die Sanitäranlage untergebracht. Alles aber modern und ordentlich. Die Platzgebühr beträgt hier ca. 40 € umgerechnet, hängt aber davon ab, ob man jetzt Strom nimmt, wie viele Personen und so weiter. Aber genaue Zahlen findet man dazu auch auf der Internetseite. Das kann ich noch sagen, Hunde sind hier erlaubt, kosten 2,50 Franken, also ca. 2,80 € etwa. Der Platz ist ganzjährig geöffnet, also auch im Winter. Am ersten Abend setzen wir uns natürlich zusammen, lange Reihe. Es gibt Wonneproppen, das sind Würstchen, scharfe Würstchen. Dazu gibt es Bier vom Fass. Wenn man sich länger nicht gesehen hat, dann gibt es ja auch viel zu erzählen. So tauscht man sich dann aus über zurückliegende Reisen und über neue Reisen, die man noch vorhat. Mach nochmal die... Serio, und? Wer möchte? Guck mal, und dazu schöne Lindschokolade, Schweizer Schokolade. Die beiden, die das organisiert haben, das Treffen, Jacqueline und Freddy, haben uns an diesem Abend dann noch informiert über den nächsten Tag. Es geht nach Appenzell mit einer Besichtigung einer Brauerei. Etwa 22 Uhr beenden wir unsere gemütliche Runde, denn wir wollen am nächsten Tag ja alle fit sein, denn es geht mit dem Fahrrad nach Appenzell. Der nächste Morgen, wir haben gutes Wetter, Sonne scheint und wir starten zu unserer Radtour in Richtung Appenzell. Appenzell ist etwa 8 Kilometer vom Campingplatz entfernt und es geht schon mal bergauf und bergab, so dass ein E-Bike schon mal eine gute Voraussetzung ist, wenn man so eine Tour hier machen will. Die Landschaft ist hier ja sehr schön, so machen wir immer wieder Stopps und Freddy erklärt uns dann die Bergwelt. Auch der Hund von Ingrid und Owe freut sich, dass er dabei sein darf. Wir erreichen ohne Zwischenfälle Appenzell. Wir hatten vorher beschlossen, dass wir am Anfang der Stadt oder Dorf, ich weiß nicht, was es ist, absteigen und dann durch den Ort die Fahrräder schieben.
Appenzell hat etwa 6.500 Einwohner, also eher keine Stadt, liegt 780 Meter hoch, also über dem Meeresspiegel. Bekannt ist Appenzell ja durch die vielen bunten bemalten Häuser. Es ist schon eine Besonderheit, sowas sieht man nicht überall. War ganz interessant für uns, da einmal durchzugehen. Natürlich ist Appenzell durch den Tourismus geprägt, aber während unseres Aufenthalts hielt sich das Ganze in Grenzen. Wir haben uns wohlgefühlt in der Stadt oder in diesem Dorf. Da wir noch etwas Zeit hatten bis zu unserem Brauereibesuch, haben wir uns noch einiges angesehen. Der Besuch der Brauerei war für 13 Uhr angesetzt. Wir waren etwas früher da und haben uns schon mal so ein bisschen umgeschaut. Wenn man mit so einer Gruppe diese Brauerei besuchen möchte, dann bucht man das vorher. Ist auch kostenpflichtig das Ganze. Findet man alles auf der Internetseite. Hier sehen wir jetzt mal so einen kleinen Einblick in den Shop. Hier kann man einkaufen. Nicht nur Bier, sondern auch viele andere Produkte. Unter anderem stellt dieses Unternehmen auch Whisky und Gin her. Es gibt auch einen Online-Shop, so dass man das Ganze sich auch im Internet anschauen kann und, wenn man möchte, auch bestellen kann. Wir gehen jetzt ins Besucherzentrum, eingerichtet wie eine Gaststätte. Hier werden uns die Produkte gezeigt, vorgestellt und natürlich dürfen wir sie auch probieren. Wir wurden von einer netten Mitarbeiterin der Brauerei begrüßt und haben vieles erklärt bekommen. Ich habe euch einen Welcome Drink hingestellt. Zum einen die große Flasche, das Pschorle, vielleicht kennt ihr das. Das ist ein Radler bei uns, ne? Oder, nee, alkoholfrei mit Apfel und Birnen. Bis zu 27 verschiedene Sorten Apfelbirne aus der Region. Dann habe ich noch das Quellfrisch. Quellfrisch ist unser bekanntestes Bier. Da es ja Mittagszeit war und Bier, wie man weiß, macht hungrig, gab es zu Mittag eine Pizza. Wir haben mindestens 10 verschiedene Sorten Bier probiert und getestet, mit Alkohol und auch ohne Alkohol. Nach etwa einer Stunde und einigen Gläschen Bier ging es dann in die Brauerei, in die Herstellung. Dort wurde uns dann auch noch einiges gezeigt und erklärt. Dort sollten wir dann nicht mehr filmen und fotografieren, um die Privatsphäre der Mitarbeiter zu schützen. Etwa nach 1,5 Stunden war unser Besuch bei dieser Brauerei beendet. Und so ging es dann mit den Fahrrädern wieder zurück Richtung Campingplatz. Ja. Zurück zum Campingplatz. Nach einer Mittagspause ging es dann los mit den Vorbereitungen für den Abend, denn es sollte am Abend Spaghetti Bolognese geben. Und dazu nutzen wir diesen Ofen oder einen Grill, Kombination aus Grill und Ofen. Der wird betrieben mit Holzkohle. Ich weiß nicht, wo es den zu kaufen gibt. Er gehört dem Freddy, der hier aus der Schweiz ist und den mitgebracht hat. Die Spaghetti wurden in diesem großen Topf gekocht. Die Bolognese, die vorher hergestellt war, wurde an Owe seine Außenküche erhitzt oder gekocht. Nach dem Essen war dann wieder gemütliches Beisammensein angesagt. Dann tauscht man sich aus über neue Reisen, die man vorhat, über technische Dinge. Man nimmt immer irgendwas an Informationen mit, die man später irgendwann mal gebrauchen kann. Leider fing es dann am Abend an zu regnen und es hat dann auch die ganze Nacht durchgeregnet. Der nächste Morgen, es regnete immer noch und es waren nur draußen 11 Grad. Jetzt war guter Rat teuer, was machen wir heute? Dann kam einer auf die Idee, wir besichtigen eine Käserei und genutzt dazu, um dahin zu kommen, haben wir den PKW von Freddy, den er dabei hatte, ein 7-sitziges Fahrzeug, so dass ein großen Teil unserer Gruppe damit hinfahren konnte. Wir besuchen eine Käserei. Gut, auf geht's.
Auf geht's. Etwa 7-8 Kilometer entfernt vom Campingplatz gibt es diese Schaukäserei, Appenzeller Schaukäserei. Dort kann man sich anschauen, wie Käse hergestellt wird. Das Ganze kostet Eintritt, ca. 15 €. Dann hat man von einem erhöhten Räumlichkeiten einen Blick auf die gesamte Herstellung des Käses. Diese Käserei kann man also fast das ganze Jahr besuchen. Ich glaube, Weihnachten ist geschlossen. Ansonsten ist es hier immer geöffnet. Von morgens 9 bis 17 Uhr. So ein bisschen unterschiedlich Sommer und Winter. Man findet dazu viele Informationen im Internet, auf der Webseite von der Käserei. Ich möchte das hier nicht zu weit und zu ausführlich machen, dann wird es vielleicht ein bisschen langweilig. Also wer dort mal hin will, am besten im Internet informieren. Dort findet man alle Informationen zu dieser Geschichte hier. Es gibt hier im Gebäude auch einen Shop. Dort kann man Produkte, die hier hergestellt werden, kaufen. Und es gibt auch einen Online-Shop. Auch der Käse wird ja gewürzt. Die Gewürze, das ist ein Geheimnis. Das erfährt man hier nicht, welche Gewürze genau im Käse sind. Allerdings kann man sich hier in Mühlen selber Gewürze mahlen, Rosmarin, andere Dinge, und kann das abfüllen in kleine Beutel und die darf man dann mitnehmen. Wenn ich es noch richtig weiß, sind es 7 verschiedene Gewürze, die man hier mahlen kann und wenn man möchte mitnehmen kann. So war der verregnete Tag doch noch gerettet und wir haben einen schönen Ausflug gemacht. 3 Tage war geplant unser Treffen, das hat auch geklappt. Der letzte Tag war dann eben verregnet, ja, aber wir wollten ursprünglich länger bleiben, noch einige Tage, um noch mehr hier von der Umgebung kennenzulernen. Das haben wir dann aber verworfen, ganz einfach, weil das Wetter zu schlecht war. Es war vor allen Dingen auch kalt und somit haben wir uns entschlossen, weiterzufahren. Das ist natürlich etwas schade, dass wir jetzt schon wieder die Schweiz verlassen, aber es wird bestimmt ein zweites Mal geben, beziehungsweise wir waren schon häufiger in der Schweiz, aber wir werden nochmals hier in die Schweiz kommen und dann werden wir hoffentlich besseres Wetter haben und dann auch länger bleiben. Vielen Dank an alle, die uns Tipps für die Schweiz gegeben haben mit interessanten Zielen. Das müssen wir leider vertagen aufs nächste Mal. Wir haben auch viele Tipps bekommen für Deutschland mit Stell- und Campingplätzen. Das werden wir jetzt wieder nutzen. Wir werden jetzt in den Südwesten Deutschlands fahren und dort dann Camping- und Stellplätze aufsuchen oder anfahren. Und darüber werde ich natürlich in den nächsten Videos dann berichten. Das soll es mal wieder gewesen sein. Ich danke euch fürs Zuschauen. Würde mich freuen über viele Kommentare. Natürlich auch über jedes Like freue ich mich. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann abonniert ihn bitte. Ansonsten sage ich wieder Bye bye, bis zum nächsten Mal.